Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Video-Einstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe gerade über Online-Shopping und die Risiken, die damit verbunden sind, nachgedacht. Kaufst du gerne online ein? Ja, das tue ich. Ich kaufe oft Kleidung und Bücher im Internet. Es ist einfach und bequem. Aber ich weiß, dass es einige Risiken und Betrügereien gibt, auf die wir achten müssen. Das stimmt. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die Geld verlieren, wenn sie online einkaufen. Ich möchte mit dir über diese Risiken sprechen und wie wir sie vermeiden können. Ich stimme zu. Es ist wichtig, sicher zu sein, wenn wir online einkaufen. Welche Risiken kennst du? Ich weiß, dass einige Websites nicht echt sind. Sie sehen gut aus, aber sie sind Betrügereien. Die Leute bezahlen für Artikel, aber sie bekommen sie nie. Ja, davon habe ich gehört. Manchmal sind die Artikel sehr günstig und es ist schwer zu glauben, dass der Preis echt ist. Das kann ein Zeichen für einen Betrug sein. Ein weiteres Risiko ist, dass unsere persönlichen Informationen gestohlen werden können. Wenn wir online einkaufen, geben wir unseren Namen, unsere Adresse und unsere Kreditkartennummer an. Wenn eine Website nicht sicher ist, kann diese Information gehackt werden. Das ist beängstigend. Ich versuche immer sichere Websites zu nutzen, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich überprüfen kann, ob eine Seite sicher ist. Du kannst nach HTTPS in der Webadresse suchen. Das bedeutet, dass die Seite sicher ist. Außerdem solltest du nach einem Vorhängeschloss-Symbol in der Adressleiste schauen. Ich verstehe. Das werde ich mir merken. Was ist mit gefälschten Produkten? Ich habe einige Websites gesehen, die Artikel verkaufen, die nicht echt oder von sehr schlechter Qualität sind. Ja, das ist ein großes Problem. Wenn du zum Beispiel eine Designertasche kaufst, sieht sie vielleicht echt aus, aber es ist eine billige Kopie. Du zahlst viel Geld für etwas, das es nicht wert ist. Ich möchte mein Geld nicht für gefälschte Artikel verschwenden. Wie können wir das vermeiden? Eine Möglichkeit ist, von bekannten und vertrauenswürdigen Websites zu kaufen. Marken wie Amazon, eBay und offizielle Markenwebsites sind normalerweise sicher. Ich nutze oft Amazon. Ich mag es, dass sie Kundenbewertungen haben. Ich lese immer die Bewertungen, bevor ich etwas kaufe. Kundenbewertungen sind sehr hilfreich. Sie zeigen, was andere über das Produkt denken. Aber manchmal können auch Bewertungen gefälscht sein. Wir müssen vorsichtig sein. Das stimmt. Ich habe einige Bewertungen gesehen, die zu gut klangen, um wahr zu sein. Ich versuche nach Bewertungen zu suchen, die detailliert und ehrlich sind. Ein weiteres Risiko sind versteckte Gebühren. Manche Websites zeigen einen niedrigen Preis, aber beim Bezahlen kommen zusätzliche Kosten für Versand oder Steuern hinzu. Das mag ich gar nicht. Ich möchte den Gesamtpreis wissen, bevor ich kaufe. Ich überprüfe immer den Endpreis beim Bezahlen. Ja, es ist wichtig, alle Informationen zu lesen, bevor du auf Kaufen klickst. Ich schaue auch immer die Rückgabebedingungen an. Wenn ein Artikel nicht deinen Erwartungen entspricht, solltest du ihn problemlos zurückgeben können. Da stimme ich zu. Eine gute Rückgabepolitik gibt mir ein sicheres Gefühl beim Online-Shopping. Ich benutze auch eine Kreditkarte für Online-Einkäufe. Sie ist sicherer als eine Debitkarte. Das ist eine gute Idee. Kreditkarten haben oft einen Betrugsschutz.
Wenn jemand deine Kartennummer stiehlt, kannst du es melden und dein Geld zurückbekommen. Ich hatte dieses Problem noch nie, aber ich bin froh zu wissen, dass meine Kreditkarte Schutz hat. Ich achte auch darauf, mich nach dem Einkaufen von meinem Konto abzumelden, besonders wenn ich einen öffentlichen Computer benutze. Das ist sehr wichtig. Öffentliche Computer können riskant sein, weil jemand dein Passwort oder persönliche Informationen sehen könnte. Ich benutze immer mein Handy oder meinen persönlichen Laptop, wenn ich online einkaufe. So fühle ich mich sicherer. Das ist eine kluge Wahl. Ich vermeide auch das Einkaufen über öffentliches WLAN. Manchmal ist öffentliches WLAN nicht sicher und Hacker können deine Informationen stehlen. Das wusste ich nicht. Ich werde vorsichtiger sein, wenn ich öffentliches WLAN nutze. Ich werde versuchen, stattdessen mobile Daten zu verwenden. Das ist ein guter Plan. Ich überprüfe auch regelmäßig meine Kontoauszüge, um zu sehen, ob es irgendwelche ungewöhnlichen Abbuchungen gibt. Das mache ich auch. Es ist wichtig, dein Konto oft zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Hattest du jemals eine schlechte Erfahrung beim Online-Shopping? Ja, einmal habe ich ein Hemd bestellt und es war nicht dasselbe wie auf dem Bild der Website. Es war viel kleiner und von schlechter Qualität. Ich musste es zurückschicken und für den Versand bezahlen. Das ist frustrierend. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit einem Paar Schuhe. Sie sahen online großartig aus, aber als sie ankamen, waren sie überhaupt nicht bequem. Ich habe gelernt, nach dem Vorfall vorsichtig zu sein. Jetzt schaue ich immer auf die Größentabelle und lese die Produktbeschreibung sehr genau. Das mache ich auch. Ich suche auch nach Websites, die kostenlose Rücksendungen anbieten. Das gibt mir mehr Vertrauen beim Einkaufen. Kostenlose Rücksendungen sind ein großer Vorteil. Ich wünschte, alle Websites hätten diese Regelung. Manchmal vergleiche ich auch die Preise auf verschiedenen Websites, bevor ich kaufe. Ich möchte sicherstellen, dass ich das beste Angebot bekomme. Das ist eine kluge Idee. Ich überprüfe oft 2 oder 3 Websites für denselben Artikel. Es dauert ein wenig länger, aber es lohnt sich. Ich stimme zu. Ich möchte mein Geld klug ausgeben. Ich melde mich auch für Newsletter von meinen Lieblingsgeschäften an. Sie geben oft Rabatte und informieren über Angebote. Das mache ich auch. Aber ich achte darauf, nicht so viele persönliche Informationen preiszugeben. Ich teile nur das, was notwendig ist. Ja, ich gebe nur meine E-Mail-Adresse und meinen Namen an. Meine Telefonnummer teile ich nur, wenn es wirklich nötig ist. Das ist weise. Manchmal fragen Websites nach zu vielen Informationen. Wenn eine Seite verdächtig erscheint, kaufe ich dort nicht ein. Ich empfinde das genauso. Ich vertraue Websites, die klare Informationen und eine gute Datenschutzrichtlinie haben. Ich lese immer die Datenschutzrichtlinie, bevor ich mich für ein Konto anmelde. Das ist eine gute Angewohnheit. Es hilft dir zu wissen, wie deine Daten verwendet werden. Ich benutze auch starke Passwörter für meine Online-Konten. Ich ändere mein Passwort regelmäßig. Das muss ich öfter tun. Manchmal benutze ich dasselbe Passwort für verschiedene Seiten, was nicht sicher ist. Es ist besser, für jede Seite ein einzigartiges Passwort zu verwenden. Du kannst einen Passwortmanager verwenden, um dir diese zu merken. Ich habe von Passwortmanagern gehört. Ich werde in Betracht ziehen, einen zu verwenden. Ich möchte meine Informationen sicher halten. Das ist sehr wichtig in der heutigen digitalen Welt. Insgesamt denke ich, dass Online-Shopping sehr praktisch ist, aber wir müssen auf die Risiken achten. Ich stimme zu. Ich liebe die Bequemlichkeit, von zu Hause aus einzukaufen,
aber ich behalte immer die Sicherheit im Hinterkopf. Welche Tipps hast du für sicheres Online-Shopping? Erstens, kaufe immer auf sicheren Websites ein. Achte auf HTTPS und ein Vorhängeschloss-Symbol. Zweitens, lies Kundenbewertungen und überprüfe die Rückgabebedingungen. Drittens, benutze eine Kreditkarte anstelle einer Debitkarte. Und schließlich, überprüfe regelmäßig deine Kontoauszüge. Das sind großartige Tipps. Ich werde sicherstellen, dass ich sie jedes Mal befolge, wenn ich online einkaufe. Ich frage auch gerne meine Freunde nach Empfehlungen. Manchmal erzählen sie mir von guten Websites, die ich noch nie ausprobiert habe. Das ist eine gute Idee. Ich frage oft meine Schwester, wo sie einkauft. Sie kennt viele sichere Websites. Ich denke, es ist wichtig, Informationen über sicheres Einkaufen zu teilen. Das hilft allen, informiert zu bleiben. Ja, wir sollten uns gegenseitig helfen. Ich fühle mich sicherer beim Online-Shopping, wenn ich weiß, dass ich vorsichtig bin. Ich auch. Ich genieße das Online-Shopping, aber ich erinnere mich immer an die Risiken. Es ist wie ein Spiel. Man muss klug sein, um Betrügereien zu vermeiden. Das ist eine lustige Art, es auszudrücken. Ich stimme zu. Ich möchte das Spiel des sicheren Einkaufens gewinnen. Kaufst du manchmal auch persönlich ein oder shoppst du nur online? Ich kaufe auf beide Arten ein. Manchmal gehe ich in ein Einkaufszentrum, um Kleidung anzuprobieren, aber ich mag auch die Bequemlichkeit des Online-Shoppings. Ich kaufe persönlich bei einigen Artikeln wie Schuhen. Ich möchte das Produkt sehen und fühlen, bevor ich es kaufe. Das ist ein guter Punkt. Bei Elektronikartikeln lese ich manchmal Bewertungen online, kaufe aber im Laden. Ich denke, eine Mischung aus beiden Einkaufsmethoden ist am besten. So kannst du Preise und Qualität vergleichen. Ich stimme zu. Ich nutze Online-Shopping, um die besten Angebote zu finden und schaue mir den Artikel im Geschäft an, wenn ich kann. Hast du jemals einen Artikel zurückgegeben, den du online gekauft hast? Ja, ich habe ein paar Artikel zurückgegeben. Es war einfach, weil die Website eine gute Rückgabepolitik hatte. Sie haben mir ein Versandetikett geschickt und ich habe den Artikel zurückgeschickt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe einmal ein Kleid zurückgegeben, das nicht gut passte. Die Rückerstattung kam schnell, was mich glücklich machte. Das ist schön zu hören. Ein einfacher Rückgabeprozess macht das Online-Shopping weniger riskant. Ich lese immer die Rückgabebedingungen, bevor ich etwas kaufe. So weiß ich, was mich erwartet, falls ich einen Artikel zurückgeben muss. Das mache ich auch. Es gehört dazu, ein kluger Käufer zu sein. Ich denke, das Online-Shopping wird weiterhin wachsen. Immer mehr Menschen nutzen das Internet, um Dinge zu kaufen. Ja, es ist sehr beliebt. Viele junge Leute ziehen es vor, online einzukaufen, weil es schnell und einfach ist. Ich stimme zu. Ich nutze mein Handy zum Einkaufen, wenn ich Freizeit habe. Es ist viel einfacher, als in ein Geschäft zu gehen. Ich kaufe manchmal ein, während ich im Bus sitze oder in der Schlange warte. So nutze ich meine Zeit gut. Online-Shopping ist praktisch, aber wir müssen immer daran denken, vorsichtig zu sein. Ich werde deine Tipps jedes Mal im Hinterkopf behalten, wenn ich einkaufe. Danke, dass du sie mit mir geteilt hast. Gern geschehen, Ben. Ich freue mich, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Ich fühle mich jetzt informierter und sicherer beim Online-Shopping. Ich auch, Anna. Ich genieße das Online-Shopping, aber ich weiß, dass ich klug sein muss, um Betrügereien zu vermeiden. Lass uns immer helfen, sicher zu bleiben, wenn wir einkaufen. Ja, ich stimme zu. Wir sollten Informationen über gute Websites und neue Angebote austauschen.
Ich werde meiner Schwester von unserem Gespräch erzählen. Sie lernt auch gerade über Online-Shopping. Das ist eine großartige Idee. Ich werde auch meinen Freunden berichten, was ich gelernt habe. Gemeinsam können wir das Online-Shopping zu einer sicheren und angenehmen Erfahrung machen. Ich freue mich auf unseren nächsten Einkauf, egal ob online oder persönlich. Danke für das nette Gespräch, Anna. Danke, Anna. Ich habe unser Gespräch über Online-Shopping und Sicherheit genossen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Ben. Bis bald. Gute Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video!